Du willst auf große Reise gehen, hast aber keine Kohle? Mein Name ist Ruti, ich bin seit 8,5 Jahren auf Weltreise und heute erzähle ich dir, wie das funktioniert. Wie finanzierst du deine Reise? Das ist die Frage, die mir vielleicht am meisten gestellt wird. Und auch ich habe am Anfang gedacht, ich habe keine Kohle, kann nicht lange reisen, das geht nicht. Erst als ich dann Kohle hatte, bin ich losgereist. Aber mittlerweile weiß ich, das wäre gar nicht nötig gewesen. Ich habe mich viel zu lange davon abhalten lassen. Der Geldgedanke spielt vielleicht gar keine so große Rolle, wenn man es gut organisiert. Natürlich braucht man Geld, um zu überleben. Und es kommt auch darauf an, wo man reist und wie man reist. Deshalb hat das heutige Video auch einen Sponsor. Und zwar geht es um etwas, womit du auch Geld sparen kannst und was ich wirklich jedem Reisenden empfehle. Denn in anderen Ländern sind meine Lieblingswebseiten nicht immer verfügbar. In China zum Beispiel ist Google komplett geblockt. Das heißt, du kannst nicht nur die Suchmaschine nicht benutzen, sondern auch alle Apps, die mit Google verbunden sind, funktionieren nicht. Außerdem will ich ja immer, wie ihr wisst, meine Eintracht schauen und hier zum Beispiel funktionieren die Bundesliga-Anbieter auch nicht. Deshalb habe ich immer einen VPN im Gepäck. Mit einem VPN kannst du deine IP-Adresse verändern und so deine Privatsphäre schützen und außerdem deinen Standort virtuell jederzeit mit 2 Klicks verändern. Der ideale VPN ist Surfshark. Surfshark ermöglicht dir maximale Privatsphäre. Du hast Zugriff auf deine Lieblingswebseiten und Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix und du kannst auch günstiger Flugtickets kaufen, shoppen oder Abos abschließen, wenn du deinen Standort virtuell veränderst. Natürlich geht es auch umgekehrt. Wenn du in Deutschland zum Beispiel eine amerikanische Webseite besuchen willst, dann veränderst du einfach deinen Standort und schwupps funktioniert es. Surfshark Search ermöglicht dir außerdem, dich vor Suchmaschinen zu verstecken, wirklich organische Ergebnisse zu erhalten und personalisierte Werbung zu vermeiden. Wenn ihr wie ich nicht auf einen VPN verzichten wollt, dann habe ich was für euch. Schaut mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen Link und mit dem Code RUTISREISEN bekommt ihr zusätzlich 4 Monate gratis dazu und mit der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Also, vielen Dank an Surfshark und nun geht's weiter mit dem Video. Die laufenden Kosten hatte ich zunächst reduziert, indem ich meine Wohnung aufgegeben habe, Versicherungen gekündigt und mein ganzes Hab und Gut bis auf ein paar Kisten verkauft habe. Und so kann man sich zum Beispiel auch noch sein Startkapital ein bisschen erhöhen. Westeuropa, Australien, USA, Kanada, sehr teure Reisegebiete. Südamerika, Südostasien, Osteuropa, deutlich günstiger. Deswegen kann man nicht allgemein sagen, ah ja, du brauchst so und so viel. Aber man sagt grob 20.000 Euro pro Jahr. Es gibt hier Länder, da habe ich 850 Euro im Monat ausgegeben und ich reise mit Motorrad, was immer noch mal ein bisschen teurer ist als Backpacker. Dann kommt es darauf an, wie du reist. Du kannst natürlich immer ein schickes Hotelzimmer nehmen, privates Bad und so weiter. Das kostet natürlich deutlich mehr, als wenn du im Dormroom, im Mehrbettzimmer, im Hostel schläfst oder im Zelt schläfst. Und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, mache ich Wildcamping oder bezahle ich für einen Campingplatz. Ja, es gibt Leute, die kommen mit so gut wie gar keiner Kohle klar. Also die campen immer wild, schlafen auf der Straße, schlafen bei Leuten, schlafen irgendwo im Bauernhof, in der Scheune. Dann gibst du so gut wie kein Geld aus. Es ist natürlich mühsamer und ich sage auch mal, es hat auch immer ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Darauf komme ich aber noch. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wann man reist. Wenn du zur Hauptferienzeit reist, sind die Preise natürlich deutlich höher in Hotels und auch für irgendwelche Attraktionen, als wenn du in der Nebensaison reist. Als ich in Kroatien war zum Beispiel, war es so, ab September sind die Preise halt deutlich runtergegangen. Vorher ist Kroatien halt super teuer. Aber man sagt grob 20.000 Euro pro Jahr. Einige von euch wissen es ja vielleicht, ich war die ersten 4 Jahre als Backpacker unterwegs und seitdem bin ich mit dem Motorrad unterwegs und ich kenne beide Seiten, kenne die Unterschiede. Und ich würde schon sagen, dass Motorradreisen teurer ist, weil man eben die Kosten des Motorrads immer hat. Man muss ja ab und zu einen Service machen und so weiter. Da gehen die Preise aber auch sehr, sehr weit auseinander. Es ist genau wie beim Hotel. Es gibt Leute, viele Leute, die haben ihr Arbeitsleben schon hinter sich und die reisen dann, haben ihre regelmäßige Rente und da spielt das Geld
eine Rolle, aber nicht so eine große Rolle, wie wenn man jetzt gar kein Geld verdient, wenn man nicht arbeitet. Viele hier in Südamerika, die haben ein Motorrad und alle 10.000 Kilometer bringen sie die zum Vertragshändler, dann wird der Service gemacht und dann wird weitergefahren. Da musst du dir natürlich auch keine Sorgen machen, da ist dann immer alles tippitoppi, aber, also sollte tippitoppi sein, aber du zahlst halt ein Vielfaches, als wenn du das selber machst oder halt beim Feld-, Wald- und Wiesenhändler, wie ich immer so gern sage, machen lässt. Und bei mir war das ein Prozess, weil ich eben am Anfang das Geld hatte und die Erfahrung noch nicht hatte. Mit der Zeit habe ich immer günstiger gewohnt. Und das, obwohl ich eigentlich mittlerweile fast nie in Mehrbettzimmern schlafe. Das habe ich am Anfang meiner Reise oft gemacht. Das ist halt günstig. Zahlst den Zehner, sagen wir mal grob. Es kommt auch darauf an, in welchem Land. Schläfst dann mit 4 bis 10 anderen Leuten im Zimmer. Und das ist auch alles okay. Als Motorradreisender hast du natürlich viel Gepäck. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man eben arbeiten muss, braucht man vielleicht auch einen ruhigen Platz. Und das ist auch nicht in jedem Hostel gegeben. Es gibt sogenannte Party-Hostels. Da geht es Halligalli. Ja? Da kriegst du, wenn du zur Begrüßung kommst, kriegst du erstmal einen Shot und so geht es dann, bis du wieder auscheckst. Das muss man wissen und lernen und dann kann man das eben machen oder nicht machen. Es kommt eben darauf an, ob man die Kohle braucht oder nicht und wie man das Verhältnis setzt. Man kann sagen, ja, ich wohne billig, dafür verdiene ich weniger oder ich wohne lieber ein bisschen komfortabler, dafür habe ich mehr Ruhe und Zeit, mehr Geld zu verdienen. Auch ist es so, wenn ich jetzt keine Kohle habe und wirklich arbeiten muss, begebe ich mich, wie ich jetzt gerade hier bin in Ecuador, an einen Ort, an dem ich nicht so viel soziale Kontakte habe, weil dann bin ich nicht abgelenkt. Dann ist es nicht so, ah ja, gehen wir noch mal weg und gehen wir noch mal dahin und so weiter. Dann gebe ich keine Kohle aus für irgendwie Restaurants und weiß ich nicht, in Bars rumhängen und so weiter, sondern konzentriere mich darauf, Geld zu verdienen und günstig zu leben. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das halt im Mehrbettzimmer immer ein bisschen nervig ist mit dem Arbeiten, vor allem wenn man online arbeitet. Genauso ist es beim Camping. Klar, es gibt Campingplätze, die haben eine coole Ecke, wo man sitzen kann und so weiter, aber es muss halt auch immer überdacht sein, weil ihr kennt das, wenn die Sonne in den Computer scheint, dann siehst du gar nichts. Es muss halt auch irgendwie eine Ruhe da sein, es braucht eine Internetverbindung, du brauchst Strom. Beim Wildcampen wird es schon mal eng und ich habe jetzt zum Beispiel keinen Stuhl mehr dabei und es ist halt im Zelt, klar kannst du da arbeiten, auch ein Video editieren oder so, aber wenn du halt nichts zum Anlehnen hast, auf die Dauer wird es anstrengend. Und so muss halt jeder für sich herausfinden, was für ihn noch annehmbar ist als Komfort und was er braucht. Dann kommt es auch sehr darauf an, wie alt man ist. Denn es gibt Leute, Affe auf Bike kennt ihr, sie hat ja erzählt, dass sie am Anfang komplett ohne Kohle losgereist ist und dann hat sie immer auf Bauernhöfen oder so gefragt, ob sie da übernachten kann und sie hat dann da geholfen. Ja. Es gibt viele Leute, die das so machen oder es gibt einige Leute, die das so machen. Ich glaube aber auch, dass es sehr viel einfacher ist, irgendwie angenommen zu werden, wenn man ein junges Mädchen ist oder eine junge Frau ist. Wenn man über 40 ist, dann ist es so, ja, da kommt ein alter Mann an und will hier umsonst schlafen. Das hat dann eher sowas von Penner. Während es bei einem jungen Mann oder einer jungen Frau eher was so, ah ja, der will die Welt kennenlernen und so hat. Ja, deswegen, da ist es dann auch immer ein bisschen einfacher oder schwieriger, genau wie bei Social Media. Aber man kann eben wie Hand gegen Koje, also das ist so, es gibt so eine Webseite, da kann man zum Beispiel auf Segelbooten anheuern und man kann dann mitfahren und man kann eben arbeiten. So kann man eben auch in vielen Hostels Volunteer machen, Freiwilliger, also man hilft da zu arbeiten und dafür kann man umsonst wohnen. Vielleicht kriegt man auch noch Essen umsonst, das ist immer unterschiedlich. Es gibt auch Webseiten oder Apps wie Workaway, da kann man sich eben anmelden und dann gibt es dort Hostels oder Hotels, die das eben sagen, wir suchen jemanden freiwillig, der das und das macht und dafür bieten wir das und das. Meistens ist es Kost und Logis. Das Problem ist, dann hat man immer noch kein Geld. Ich hatte jetzt gerade letztens wieder einen Kommentar von Küstenvlogger, der hat gesagt, ja, er ist Kfz-Mechaniker und als Handwerker weiß er nicht, was er arbeiten soll unterwegs. Dass es dann schwierig ist, wenn man nicht irgendwie einen Online-Job hat. Das ist witzig, weil ich habe das am Anfang meiner Reise oder die ersten Jahre meiner Reise genau umgekehrt gedacht. Ich habe immer gedacht, so, ey, wenn ich Handwerker wäre, dann könnte ich überall meine Arbeitskraft anbieten und könnte dafür was verdienen und dass das viel einfacher wäre. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, in welchem Land das ist und so, aber oft kann man irgendwie was finden, wo man sagt, so, ey, ich arbeite hier, ich kriege so und so viel oder ich kriege die Wohnung und so weiter. Man hat eben eine Fähigkeit, wo man anderen Leuten helfen kann und dafür Geld verdienen kann. Aber es ist halt immer damit verbunden, man muss ein bisschen rumfragen,
man muss Leute kennenlernen, man muss ja, Kontakte knüpfen und so weiter. Aber man kennt sie aus Bali oder Chiang Mai in Thailand, die berühmten digitalen Nomaden. Ja? Leute, die eben im Internet arbeiten und dadurch ihr Reiseleben finanzieren. Der Trick dabei ist, man verdient Euros oder Dollars und man gibt, weiß ich nicht, hier zum Beispiel Peso aus oder ja, eine Währung aus, die deutlich weniger Wert hat. Es ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier irgendwie arbeiten würde in Südamerika, da verdienst du halt so wenig, dass das sich nicht so richtig rechnet. Was kann man machen? Man kann zum Beispiel, wenn man sich das zutraut, für Reisemagazine schreiben, Motorradmagazine. Ich habe ja auch schon mal für Tourenfahrer einen Artikel geschrieben. Die muss man anschreiben und dann kann man fragen, ob sie interessiert sind. Und am besten ist es natürlich, das schon vor der Reise zu machen. Ja, das war natürlich bei mir nicht der Fall, aber wenn man vor der Reise schon sagt, ja, ich plane eine Weltreise und dann können wir vielleicht eine Serie machen, ja, mit einer Zeitung oder mit der lokalen Tageszeitung oder mit dem Wochenblatt oder ja, was es gibt. Ja, muss man sich ein bisschen rumschauen, man muss einfach nicht scheu sein, die Leute anschreiben. Oft ist es so, ey, ja, coole Idee, das ist jemand aus der Region, dann sind die Leute interessiert und dann ist es gut, wenn man das vorher macht, dann kann man sagen, ja, okay, ich mache einmal die Woche einen Artikel oder einmal in 2 Wochen einen Artikel so und so, dann hat man schon wieder ein festes Einkommen. Es ist halt schon schwieriger, wenn man sich jedes Mal wieder was suchen muss. Geht aber auch. Es ist allgemein überraschend, mit wie wenig Geld man auskommen kann. Selbst als ich auf Reisen war, die ersten Jahre, wo ich das Geld hatte, da kommst du nicht dazu, ja, weil du einfach das Geld hast. Du zahlst halt einfach mal 50 Euro für ein Zimmer oder so. Aber wenn du das nicht mehr kannst, dann siehst du halt so, ey, das brauchst du gar nicht. Ja, also es gibt genug andere Möglichkeiten. Und was ich auch noch dazu sagen will, es ist halt oft so, dass es in den Orten, du kommst in eine Stadt und dann gibt es halt in der Innenstadt irgendwie die 2 oder 3 super Backpacker-Hostel. Die sind die bekannten, ja, da musst du hingehen, das ist das beste Hostel und so weiter und so fort. Die sind auch meistens super, die Hostels, aber du zahlst dann halt, weiß ich nicht, ein bisschen höheren Preis, sagen wir zwischen 10 und 15 Euro für ein Bett. Ja? Und dann kannst du sagen, ja, okay, ich habe ein Motorrad, ich kann auch vielleicht 10 Minuten außerhalb wohnen und Taxis zum Beispiel kosten hier, weiß ich nicht, für 10 Minuten zahlst du 2 Euro oder so. Und dafür habe ich dann dort für den gleichen Preis oder weniger ein ganzes Zimmer, Bad, Frühstück vielleicht dabei, Parkplatz und so weiter. In der Innenstadt ist es halt auch immer so, diese Hostels haben halt nicht immer einen Parkplatz. Ja? Deswegen, das ist auch ein Trick. Und es ist auch noch ein Trick, dass man sich nicht immer auf Booking.com verlässt. Ja? Also die Buchungsseite Booking.com ist natürlich super praktisch. Du guckst da einfach rum und super Angebote und oft ist es ja auch dann so, ja, die sagen, ja, ich will hier 50.000 Peso, sagen wir kolumbianische Peso, 50.000 sind ungefähr 12 Euro. Und im Booking kriegst du es dann aber für 10, also kriegst du sogar noch billiger. Und dann so, ja, ist cool, ist super, Booking ist auch super. Ja? Aber es gibt halt zig oder ganz viele, gerade in Südamerika, ganz viele Hotels, die sind nicht in Booking. Und die sind oft halt super billig. Klar, das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden. Manchmal, ich fahre oft in 2, 3, 4 Hostels und frage nach, was ist der Preis? Ey, das ist mir zu teuer, können wir noch was am Preis machen und so. Verhandeln gehört natürlich auch dazu. Zum einen kann man die Reise eben viel besser finanzieren, wenn man es günstig macht. Und da gibt es eben extremen Spielraum. Dann ist natürlich Social Media das große Ding. Oh, ich mache ein paar Bilder auf Instagram und dann finanziere ich so meine Reise. In den meisten Fällen ist es leider nicht so. Es gibt so viele Motorradreisende, die machen wöchentlich irgendwelche Videos und so, da kommt aber nichts bei rum. Also die haben keine Klicks. Und bei mir, ihr seht es ja auch, das ist jetzt auch nicht überragend viel. Ja? Aber es reicht, um mir einen Teil meiner Reise davon zu finanzieren. Es sind halt dann immer ganz viele kleine Sachen, über die ich meine Reise verdiene. Es ist nicht eine Einnahmequelle. Man muss halt dafür viel arbeiten. Es ist eben nicht so, dass man einfach mal, man postet ein Larifari-Bild auf Instagram und schreibt irgendwas dazu, sondern man muss viel investieren dafür, um eben was dabei rauszubekommen. Und dann ist es auch so, wenn du als Motorradfahrer, wenn du eine Frau bist, hast du natürlich eine viel größere Chance, mehr Reichweite zu erzielen. Es ist einfach so, ja, weiß ich nicht, 98% aller Motorradfahrer sind Männer und da ist es natürlich viel interessanter, eine Frau zu sein. Es ist dann eher so, dass man eben durch Sponsoren angeschrieben wird. Da kommen dann Firmen, die wollen deine Reichweite nutzen. Die sagen dann, ja, wir schicken dir unser Produkt zu und dafür machst du ein kleines Video oder machst du ein paar Minuten im Video. Dann
kannst du das Produkt behalten. Wenn es gut läuft, zahlen sie dir noch was dazu. Aber oft ist es dann eben Video gegen Ware. Und da verdienst du natürlich dann auch kein Geld. Ich verdiene zum Beispiel mit Instagram, habe ich noch nie einen Cent verdient. Ich meine, ich habe da jetzt auch nicht so viele Follower, aber ich kenne auch Leute, die sehr, sehr viele Follower haben, die trotzdem kein Geld damit verdienen. Bei TikTok kann man natürlich auch Geld verdienen und halt eben bei YouTube über die Werbeeinnahmen kannst du Geld verdienen. Das läuft bei mir so und dann halt Unterstützung von Leuten, die gut finden, was ich mache. Ich sage immer, wenn jeder meiner YouTube-Follower 1 Euro im Monat bezahlen würde, dann müsste ich mir über Geld keine Sorgen machen. Und es gibt Leute, die machen das sehr gut und es gibt Leute, die tun sich schwerer. Ja? Ich bin zum Beispiel auch kein guter Geschäftsmann, deswegen ich hangel mich so durch. Ja? Aber ihr seht, bisher kann ich überleben. Ja? Im Moment ist es sehr eng, aber ja, deswegen bin ich jetzt hier in dem Haus und arbeite mal ein bisschen und so weiter. Aber es geht schon. Und was arbeite ich online? Zum einen eben YouTube-Videos. Und weil das nicht gereicht hat und irgendwann meine Kohle aufgebraucht war, ich habe natürlich auch gewartet, bis, ich habe immer noch gesagt, so, ah ja, ich habe ja noch ein paar tausend Euro. Dann kurz vor knapp habe ich dann gesagt, so, okay, jetzt wird es eng. Entweder ich fahre jetzt nach Hause, setze mich wieder ins Büro oder ich lasse mir was einfallen. Und ich habe mal Germanistik studiert. Ich war ja auch Journalist und so, also der deutschen Sprache bin ich einigermaßen mächtig. Habe ich mich als Deutschlehrer beworben bei verschiedenen Online-Schulen. Und da arbeite ich jetzt. Da wirst du nicht reich, aber bisher hat es gereicht, um zu überleben und mal sehen, wie lange es noch reicht. Man muss eben überlegen, was kann ich anbieten und dann muss man eben nicht scheu sein, Leute anzuschreiben, weil oft ergibt sich was. Man kann auch in irgendwelchen Jobbörsen gucken, ja, irgendwie, weiß ich nicht, Social Media Manager machen, also für irgendwelche Firmen Instagram-Post oder so zu machen, wenn das einem liegt. Ja. Wenn man handwerklich begabt ist, kann man zum Beispiel auch vielleicht an Häfen irgendwie fragen, ey, kann ich hier was reparieren, was arbeiten? Oder man geht zu irgendwelchen Campingplätzen oder Locations, wo viele Reisende mit Vehikel unterwegs sind. Viele, die allermeisten ehrlich gesagt, die können ihr Vehikel gar nicht selber reparieren. Ja? Und dann sind die froh, wenn sie jemanden haben, der es machen kann und der es vielleicht auch, ja, ich bin auch Deutscher und so, ja, dass man da, als Europäer, also, dem vertraue ich und so weiter. Man kann dann schon auch Arbeit finden, aber man muss eben ein bisschen kreativ sein. Während ich hier spazieren war, sind mir noch ein paar Sachen eingefallen, was man noch so arbeiten könnte oder was ich gesehen habe. Es gibt zum Beispiel Leute, die können gut kochen, die arbeiten in Restaurants, heuern in Restaurants an, das kann man machen. Allgemein kann man im Service arbeiten. Ne? Da ist es aber auch wieder so, in Südamerika verdienst du da nicht die Welt. Und was ich noch gesehen habe in Asien viel, auch in Europa, dass Leute einfach irgendwie selbst Ketten basteln oder sowas, wenn man sowas talentiert ist und das auf der Straße, setzen sich dann hin, verkaufen das oder Postcard, quasi Fotos von ihren Reisen. Ja. Hier von so einer Lagune, weil es eben heutzutage gar nicht mehr so viel Postkarten gibt, manchmal schwierig zu finden oder man ist irgendwo und denkt so, die sind alles super hässlich. Da suchen Leute vielleicht Fotos manchmal, da kann man vielleicht auch so Geld verdienen. Und natürlich kann man seine Handwerkskraft auch bei YouTube zur Schau stellen. Wie repariere ich einen Van oder so? Gibt da Tipps, zeigt ein paar Sachen. Das geht natürlich auch, weil die Reisenden, die ich kenne, wir gucken immer alles in YouTube nach und dann wird es nachgemacht. Das sind Sachen, die auf jeden Fall geklickt werden. Ich habe zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die geben Yogakurse, sind Yogalehrer dann für ein paar Monate, Tauchlehrer. Es gibt viele Möglichkeiten. Und dann kommt es immer wieder zu dem Punkt, sparen, sparen, sparen. Ja? Bei so Sehenswürdigkeiten, klar, es gibt Sachen, Machu Picchu wollte ich unbedingt sehen, da war es klar, jetzt bezahle ich den Eintritt. Ja? Aber es gibt dann auch so Sachen, wo du sagst, ja, muss ich jetzt das hier nochmal bezahlen oder reicht mir das auch von außen ein Foto zu machen? Man kann sich dann vielleicht nicht immer alles leisten. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man wie ein armer Schlucker leben muss. Ihr habt das gesehen, in Venezuela hatte ich ein mega super Haus mit Pool. In Kolumbien mehrere Hotelzimmer mit Pool, manchmal sogar 50 Meter Pools und so. Da bin ich ganz alleine gewesen und habe dann irgendwie 10 Euro bezahlt. Aber das sind eben die Perlen, die man finden muss. Und das ist eben über Erfahrung, findet man das. Man darf eben nicht scheu sein. Es ist immer wieder das, man darf nicht scheu sein. Man muss fragen, man muss da hinfahren. Man darf auch nicht zu faul sein, zu sagen, ah, ja, das mache ich dann und dann, sondern zack, ich schreibe dem kurz, ich spreche mit dem kurz, ich rufe da kurz an, dann kommt man auch zu was.
Ja, so ist das mit dem Geld. Wenn ihr finanziell halt schlecht drauf seid in einem Moment, das sind dann halt immer so, bei mir sind es immer so Schwankungen. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter, mal habe ich bessere Bedingungen zum Arbeiten. Ich brauche halt auch immer Internet. Ich war jetzt in Kolumbien, am nördlichsten Punkt Südamerikas. Ein super geiler Ausflug, super Abenteuer und so. Aber halt kein Internet, ja, nix. Da musst du dir dann halt überlegen, wie lange kann ich mir das leisten? Wie lange bleibe ich da? Ich arbeite zum Beispiel immer vor. Ich bin jetzt hier, jetzt arbeite ich ein bisschen. Dann wieder ein bisschen mehr Abenteuer, wo weniger Arbeiten ist, dann wieder mehr Arbeiten. Also, ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, ein bisschen geholfen. So mache ich es. Ich muss mich natürlich noch bei den Unterstützern bedanken. Diesmal Stefan und Jürgen, vielen, vielen Dank. Und wie geht es weiter? Ich werde mich hier aus Ecuador demnächst einmal melden und ein bisschen Update geben. Das mache ich ja immer mal wieder. Wie geht es dem Motorrad? Wie geht es mir? Was gibt es Neues? Live von vor Ort. Das ist geplant. Und dann geht es weiter mit Abenteuergeschichten aus Peru. Da gibt es auch noch tolle Abenteuer zu erzählen. Und nach Ecuador plane ich auch wieder nach Peru zu reisen, weil es ein großes Abenteuer ist. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Ruti. Hasta luego. Zum Schluss könnt ihr noch mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich immer ein paar Affiliate-Links. Das heißt, ihr könnt darüber einkaufen, bezahlt nicht mehr, aber ich bekomme dann auch immer eine Provision. So verdiene ich mir auch noch mal eins von diesen ganz vielen kleinen Sachen dazu. Und heute möchte ich natürlich die Aufmerksamkeit auf den Link von Surfshark lenken. Mit dem Code RUTISREISEN bekommt ihr, wie gesagt, 4 Monate gratis dazu und es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie.